Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Schuster Automobile. Wir sitzen mal wieder im neuen Mazda CX-5 und in diesem Video erkläre ich euch die wichtigsten Funktionen der Klimaanlage, wie ihr das Ganze perfekt auf eure Bedürfnisse einstellen könnt, was es noch so für, ich sag mal, versteckte Funktionen gibt, die man nicht auf den ersten Blick findet. Und wenn euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. Gleich nach dem Intro legen wir los. Ja, ich hatte es ja gerade schon angekündigt, heute also das Thema Heizung, Klimaanlage und wir fangen mal ein bisschen mit den Basics an und arbeiten uns dann so ein bisschen in die Profiliga über, was es alles für Geheimnisse gibt. Und wir schauen uns als allererstes mal natürlich das Heizungs- und Klimaanlagenmenü an. Das heißt, hier werdet ihr sicherlich Elemente finden, die ihr auch schon bei eurem Auto kennt, oder wenn ihr euch noch nicht für ein Auto entschieden habt, dann könnt ihr euch das jetzt hier einfach mal anschauen. Ihr seht hier links natürlich die Temperatur auf der linken Seite, rechte Seite hier auch. Und wir haben hier oben so ein kleines Menü bzw. ein Anzeigenfeld, wo die wichtigsten Funktionen schon mal zu sehen sind. Ihr seht hier, Automatik ist an, es leuchtet also, Umluft ist an, Füße bekommen momentan die Luft ab, Klimaanlage ist an und wir haben die Synchronisationsfunktion aktiv. Das bedeutet also, Fahrerseite und Beifahrerseite sind miteinander kombiniert. So. Und wir fangen jetzt natürlich mal ganz klassisch an, die Temperatur zu verändern. Wenn es euch jetzt beispielsweise eben zu kühl ist, dann könnt ihr natürlich hier so einfach auf diese blauen Pfeil drücken, dann wird es kühler. Ihr seht schon in 0,5 Grad Schritten. Die andere Möglichkeit wäre einfach schnell drauf zu bleiben. Das finde ich gar nicht mal so unangenehm, gerade wenn es zum Beispiel schüttelt oder so. Dann könnt ihr einfach hier schnell drauf drücken und schon passiert das. Ihr könnt hier auf die Zahl tippen und dann hier hin und her sliden. Ihr könnt das Ganze hier machen und ihr könnt natürlich auch hier auf der rechten Seite eure eigene Temperatur als Beifahrer einstellen. Also es gibt wirklich ganz, ganz viele Wege, hier ganz schnell die Klimaanlage oder die Temperatur einzustellen. Ich finde es tatsächlich sogar noch mal ein ganzes Stückchen besser, als es bei Mazda 6e umgesetzt würde, weil man hier einfach viel mehr Funktionen hat. Da ist eigentlich meines Erachtens für jeden Geschmack was dabei. Okay, jetzt kommen wir zur nächsten Taste, das ist hier die Belüftung. Wenn ihr mit Automatik fahrt, dann ist es ja natürlich so, dass das Auto abhängig von der Außen- und Innentemperatur das Gebläse und die Luftrichtung selber einstellt. Wenn euch das aber mal nicht gefällt, könnt ihr natürlich hier drauf drücken und dann hier auch natürlich mit Plus oder Minus oder mit dem Slider grundsätzlich mal das Gebläse einstellen. Wenn ihr aber gar nichts mögt, also ihr wollt es einfach komplett ausgeschalten haben, einfach nur ein bisschen frische Luft durch die Fenster oder durch das Panoramadach, könnt ihr einfach hier drauf drücken und schon ist das komplette System ausgeschaltet. Es kommt weder warm noch kalt rein. Also das ist sozusagen die An- und Aus-Taste. Okay, sobald ich hier natürlich an der Belüftung rumschraube oder rumdrehe, wird Folgendes passieren, dass hier die Automatikfunktion ausgeschaltet ist. Ich stelle es gerade mal ein bisschen kühler, weil uns ist gerade im Moment ziemlich warm im Auto. So. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt irgendwelche Sonderwünsche, also jetzt nicht nur Temperatur und Belüftung, sondern ich möchte jetzt hier zum Beispiel die Sitzheizung oder so anmachen, dann kann ich hier in das kleine Untermenü rein. Das habe ich folgendermaßen gemacht. Ich habe also nur auf diesen Symbol hier getippt. Ich zeige es euch nochmal. Einfach hier, sucht euch was aus. Funktioniert hier genauso. Also ist auch egal wo ihr drückt. So. Und dann könnt ihr sagen, okay, ich möchte hier die Sitzbelüftung haben. In der höchsten Stufe solltet ihr eben Vollledersitze haben, dann habt ihr die. Ihr könnt natürlich auch die Sitzheizung anschalten, Lenkradheizung, hier nochmal die Automatik aktivieren, hier dann die Luftrichtung auswählen, hier nochmal synchronisieren. Also so wie ihr das im Endeffekt von einem Auto mit ganz klassischen Tasten kennt. Finde ich auch klasse gemacht, ein kleines Menü, schnell drauf tippen, zack. So, es gibt allerdings noch ein großes Klimamenü, das kann man hier relativ gut erkennen. Da ist so ein grauer Slider, das heißt also hier nach oben schieben. Das könnt ihr jetzt direkt aus diesem Menü machen, also so nach oben. Eigentlich genau das gleiche, was ihr auch gerade schon gesehen habt, nur noch ein bisschen größer von den Tasten. Und hier ist die Einstellung der Luftrichtung noch ein bisschen einfacher dargestellt, nicht nur so ein Symbol, was man tippen muss. Ihr könnt also auch hier wieder die Automatik machen. Dann entscheidet sich die Automatik jetzt in diesem Moment für Gesicht, kann sich aber natürlich durchwechseln. Hier ist das Ganze auch nochmal sehr schön animiert. Ihr seht also, im Moment kommt hier die Luft aus diesen weißen dargestellten Elementen raus, also eher so ein bisschen frontlastig. Würde ich das jetzt zum Beispiel auf die Scheibe stellen, seht ihr schon, wie sich nun hier die Lüftung verändert. Was auch mal wieder interessant ist, das wird auch immer häufig verwechselt, wenn ich zum Beispiel Füße und Scheibe einstelle. Ihr seht schon hier auch schön dargestellt, dass tatsächlich an den äußeren Elementen auch noch Luft rauskommt. Das ist auch wichtig, denn damit eben, wenn hier vorne die Scheibe beschlagen ist, dass hier auch die seitlichen Scheiben auch frei gemacht werden. Wenn ihr jetzt zum Beispiel die Sitzheizung oder Sitzbelüftung anschaltet, ich mache das jetzt mal hier auf der Fahrerseite, dann sieht man hier sogar so ganz leicht rot, dass der Fahrersitz eben beheizt wird. Das ist wirklich schön animiert. Wenn ich die Lenkradheizung anmache, seht ihr hier den beheizten Bereich vom Lenkrad. Also ist wirklich sehr, sehr hübsch gemacht. So,
Jetzt haben wir schon mal das Wichtigste vom Thema Einstellung mit den Tasten. Jetzt kommen wir schon so ein bisschen in die Next Level. Das heißt, ihr könnt das Ganze auch komplett auch ohne Tasten bedienen, natürlich nur mit der Sprache. Wir haben ja hier ein Sprachbediensystem, das ist das sogenannte Google Gemini, ist also eine künstliche Intelligenz, die eure Stimme analysiert und in Befehle umwandelt. Und dazu muss das Auto natürlich erstmal mit Internet verbunden sein. Da haben wir euch bereits schon ein Video hochgeladen, das verlinke ich euch mal hier. Da könnt ihr dann gerne mal reinschauen, falls ihr das noch nicht getan habt. Das ist erstmal die Grundvoraussetzung, damit das funktioniert. So, das haben wir jetzt hier getan. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel mal ganz einfach die Temperatur ein bisschen verändern wollt, dann könntet ihr jetzt zum Beispiel, wenn ihr es eingestellt habt, sagen, hey Google zum Beispiel, hey Google, stelle die Temperatur auf der Fahrerseite auf 23 Grad. Gerne. Die Temperatur auf der Fahrerseite wird auf 23 Grad geändert. So, für alle, die jetzt hier aufmerksam zugeschaut haben, haben sich jetzt natürlich beide Temperaturen verändert. Das lag daran, dass ich eben die Synchronisation aktiviert hatte. Und ihr könnt jetzt nicht nur einfach eine Temperatur mitgeben, sondern ihr könnt einfach nur sagen, ein bisschen kühler, ein bisschen wärmer. Schalte es ein bisschen kühler. Gerne. Die Temperatur vorne wird etwas verringert. Ihr seht schon, ich habe jetzt auch hier sehr frei meine Befehle eingegeben. Das System ist meines Erachtens im Moment das beste Spracherkennungssystem, was man so auf dem Markt bekommt. Wir hatten ja bisher auch schon die internen Sprachsysteme, wir hatten schon Alexa. Und ich muss wirklich sagen, das System von Google ist deutlich schneller und auch nochmal besser bei der Spracherkennung. Ihr könntet natürlich jetzt auch zum Beispiel das Thema Sitzheizung, Sitzbelüftung machen und so weiter und so fort. Das schauen wir uns natürlich gerne auch nochmal an. Schalte die Sitzheizung auf der Fahrerseite ein. In Ordnung. Die Sitzheizung auf der Fahrerseite wird eingeschaltet. Schalte die Sitzheizung auf der Beifahrerseite ein. Gerne. Die Sitzheizung vorne auf der Beifahrerseite wird eingeschaltet. So, und damit wir jetzt nicht hier anfangen total zu schwitzen im Fahrzeug, denn es ist doch relativ warm gerade im Moment draußen, schalte beide Sitzheizungen wieder aus. Okay. Die Sitzheizung vorne wird ausgeschaltet. Ihr seht, funktioniert wirklich hervorragend und auch extrem schnell, gefällt mir sehr gut. Und das ist etwas, was ich mir tatsächlich im Verkehr gut vorstellen kann, wenn ihr ein bisschen angespannt seid, hohe Geschwindigkeit, viel Verkehr und ihr möchtet jetzt hier nicht die ganze Zeit noch irgendwas einstellen. Einfach kurz mit der Sprache das Kommando geben, das geht wirklich rucki zucki. So, dann gibt es natürlich trotzdem noch ein paar feste Tasten, die ich euch nicht vorenthalten will. Die sieht man gar nicht auf den ersten Blick. Und das sind die Tasten hier unten. Wir haben einmal hier die Heckscheibenheizungstaste und die Frontscheibenbelüftungstaste. Die könnt ihr natürlich auch mit Sprache bedienen. Da hat sich Mazda hier ganz bewusst dafür entschieden, die noch als normale Taste abzubilden. Die werden allerdings tatsächlich häufig gar nicht mal so richtig verstanden. Also ich schalte jetzt mal die Heckscheibenheizung an. Und bei der Heckscheibenheizung würde man denken, ja okay, jetzt heizt halt hinten die Heckscheibenheizung. Aber da hängt noch deutlich mehr mit dran. Zum einen mal die Spiegelheizung für beide Außenspiegel. Und bei diesem Auto, beim CX-5, haben wir auch eine Scheibenwischervorheizung. Das bedeutet, da wo sich jetzt der Scheibenwischer befindet, da befinden sich auch Heizstreifen unten drunter, sowohl in dieser Richtung als auch in der oberen Richtung, wenn ihr sie angestellt habt. Und das würde ich euch tatsächlich im Winter dann immer empfehlen, wenn es richtig gefroren hat, ein bisschen Schnee oder so, kurz mal die Heckscheibenheizungstaste drücken, dann werden die Wischergummis ein bisschen vorgewärmt, dass die sich nicht ankleben und kaputt gehen und dann wischt sich dann hinterher deutlich leichter. So. Jetzt gehen wir mal noch einen Schritt weiter, denn wir können natürlich noch viel mehr bei dieser Klimaanlage oder bei dieser Heizung einstellen. Und das findet man gar nicht so sehr jetzt hier auf den ersten Blick. Ich gehe mal kurz wieder hier in das Menü rein. Da waren wir gerade schon drin. Und vielleicht kennt ihr das vom Smartphone. Meistens gibt es irgendwo in der Ecke oben so eine Einstellung. Da könnt ihr jetzt mal drauf gehen. Hier sind wir jetzt auch schon im passenden Menü und haben 3 Optionen. Einmal Heckscheibenheizung, Insassenkomfort und automatische Klimaanlage. Die schauen wir uns jetzt mal Stück für Stück an. Wir fangen mal einfach an bei der Heckscheibenheizung. Hier habt ihr die Wahl zwischen automatischer Abschaltung und fortlaufend. Normalerweise bei der automatischen Abschaltung sollte es so nach ca. 10 Minuten die Heckscheibenheizung von selber ausgehen. Das reicht meistens auch aus, dann ist die komplett frei. Ihr könntet es aber auch theoretisch auf dauerhaft aktiv anschalten. Dann haben wir hier das Thema Insassenkomfort. Jetzt wird es tatsächlich sehr interessant. Wir hatten das auch schon bei älteren Modellen teilweise, allerdings nicht so fein einstellbar. Was könnt ihr hier machen? Ihr könnt jetzt praktisch hier eine Synchronisation der Innentemperatur in Kombination mit Sitzheizung, Belüftung und Lenkradheizung machen. Das ist besonders sinnvoll dann, stellt euch mal folgende Situation vor, ihr steigt irgendwie morgens ins Auto ein
und es hat draußen irgendwie, keine Ahnung, 0 Grad. Ihr stellt euch da 22 Grad ein, seid ein bisschen verfroren, weil er von außen kommt. Und dann wäre es doch jetzt schön, wenn nicht nur das Auto sich aufwärme würde, sondern vielleicht gleich die Lenkradheizung so ein bisschen angeht, die Sitzheizung angeht, sodass eigentlich alles perfekt für euch passt. Ne? Also ich wüsste genau, meine Frau, die würde genau sagen, ja klar, logisch, macht die Sitzheizung an. Und das spart euch dann einfach ein bisschen Arbeit. Das heißt, ihr müsst ja nicht extra nochmal auf die Sitzheizungstaste drücken, sondern das macht das Auto alles von selber. Und das Schöne ist, das kann man sogar eben fein konfigurieren. Das schauen wir uns jetzt mal an. Also wenn ihr als Fahrer sagt, ja, ich finde das cool, ich möchte das machen, macht ihr hier natürlich den Haken an. Dann könnt ihr einstellen, wie stark oder wie sensibel soll die Sitzheizung auf diese Reaktion oder diese Situation reagieren. Wenn ihr so ein bisschen die verfrorenere Typ seid, ja, dann stellt ihr natürlich auf Hoch. Das bedeutet jetzt nicht, dass die Sitzheizung immer auf Hoch steht, sondern dass sie einfach sehr viel schneller reagiert. Wenn ihr das bei der Belüftung eher ein bisschen sanfter wollt, also nicht so stark belüftet werden wollt, dann könnt ihr das Ganze natürlich hier auf niedrig stellen, dann reagiert die Belüftung etwas später. Wenn der Beifahrer sagt, finde ich eine klasse Sache, möchte ich auch haben, könnt ihr das natürlich auch einstellen und natürlich hier auch passend abspeichern. Wollt ihr das Lenkrad auch gleichzeitig beheizt haben, wenn es draußen kalt ist, dann natürlich hier auch den Haken setzen und hier könnt ihr auch die Sensibilität einstellen. So, wie funktioniert das Ganze? Es funktioniert nur im Automatikmodus. Wie ich euch gerade schon gezeigt hätte, ihr müsst also hier auf dieses Symbol drücken, kurz mal auf Automatik gehen und ihr seht schon hier, vielleicht kann man es sehen, Auto, Auto, Auto. Das bedeutet also, wir haben jetzt, ich drücke mal drauf, diese Sachen hier alles mit der Klimaautomatik verknüpft. Das ist ein schönes Zeichen, dass man weiß, okay, das ist diese Komfortfunktion an. Und es ist jetzt draußen 15 Grad, also nicht sonderlich kalt, aber wir können es ja mal simulieren. Ich gehe jetzt einfach hier rein, stelle es mir mal wärmer. So, jetzt mache ich euch das mal auf, dass ihr es sehen könnt. Ihr seht schon, also die Lenkradheizung hat sich jetzt gerade schon aktiv. Die Sitzheizung ist auf einer dezenten Stufe schon mal an. 25 Grad habe ich eingestellt. Und wenn ich jetzt hier so ein bisschen rausgehe, seht ihr das? Jetzt ist also wieder 22 Grad. Jetzt lohnt es sich nicht mehr, die Sitzheizung anzumachen, weil sonst wird es einfach zu warm im Auto. Und die Lenkradheizung hat sich auch aktiviert. Und genauso ist es dann auch, wenn die Wunschtemperatur erreicht ist, fährt das ganze System das alles so ein bisschen zurück. Richtig coole Sache und erleichtert eurem im Alltag wirklich die komplette Handhabung. Okay, wir gehen mal kurz ins Menü nochmal rein. So. Dann haben wir hier noch eine nette Sache. Das ging tatsächlich in der Vergangenheit nicht und haben sich ganz viele Zuschauer auch immer wieder gewünscht, ist, wie schnell oder wie aggressiv sozusagen soll die automatische Klimaanlage das Gebläse steuern. Eher ein bisschen dezenter, ein bisschen schneller. Also wie schnell soll die Wunschtemperatur erreicht werden. Ihr könnt hier auf Gebläsedrehzahl gehen, hoch, mittel, niedrig. Also wenn ihr eher so ein bisschen der ruhigere, sanftere Typ seid, ein bisschen empfindlich seid mit Erkältungen, dann lieber auf niedrig stellen. Und wenn ihr so schnell wie möglich das Auto runtergekühlt haben wollt, zum Beispiel wenn Kinder drin sind, dann würde ich hier vielleicht eher auf hoch gehen. Ich lasse jetzt einfach mal in der Mitte. Das ist wahrscheinlich so der Durchschnitt, den allen passt. Wie gesagt, das ist eine richtig coole Funktion und findet man eben nicht sofort. Da muss man eben auf diese Einstellungstaste drücken. Und ich finde, man kann hier wirklich mit dem Auto wahnsinnig viel justieren. Mazda hat sich da sehr, sehr stark an eure Wünsche und auch Anforderungen angepasst. Es sind viele Sachen dabei, die gingen früher komplett gar nicht einzustellen oder nur sehr umständlich. Und ich finde das richtig gut, wie das gemacht wurde. Wenn euch dieses Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch über ein Like von euch. Wenn euch unser Kanal gefällt, denkt dran, unseren Kanal zu abonnieren. Das ist absolut kostenlos für euch. Und wenn ihr die Glocke drückt, dann kriegt ihr immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Habt ihr noch irgendwelche Fragen zum Thema Klima und so weiter? Schreibt es wie immer in die Kommentare unten rein. Und ansonsten sehen wir uns einfach wieder beim nächsten Video. Ciao, ciao.